Ein alter männlicher Löwe namens Rongo war einst der majestätische Anführer eines Rudels in der riesigen Savanne von Kazimba. Doch ein großer Abszess in seiner linken Schulter machte ihn zunehmend schmerzgeplagt, erschöpft und reizbar. Seine Schritte wurden schwer, jede Drehung seines Kopfes ließ es vor Schmerz zusammenzucken. Da Rongo nicht mehr in der Lage war zu jagen, konnte er nur daliegen und schweigend zusehen, wie die Weibchen davonzogen. Da es niemanden gab, auf den es sich verlassen konnte, beschloss es, die Herde zu verlassen und sich auf eine ziellose Reise zu begeben. Es stapfte durch den Wald, vorbei an den trockenen Dornbüschen unter der sengenden Sonne. Der Abszess war geschwollen und eiterte, so dass sich jeder Schritt anfühlte, als würde ein Messer ins Fleisch schneiden. Hungrig, voller Schmerzen und allein sucht Rongo immer noch nach etwas Hoffnungsvollem. Schließlich sah er in der Ferne den Eisenzaun, der das Operationszentrum des Reservats umgab. Es brach neben dem Zaun zusammen und war zu erschöpft, um auch nur um Hilfe zu brüllen. Im schwindenden Licht schlossen sich seine goldenen Augen langsam vor Schmerz und Erschöpfung. Es besteht gerade eine kleine Überlebenschance, aber werden die Menschen das rechtzeitig erkennen? Am nächsten Morgen patrouillierten die Ranger Michael Okafor und Josef Chir war am Zaun des Reservats. Plötzlich entdeckten sie einen großen Löwen, der regungslos am Rand des Zauns lag. Zuerst waren sie misstrauisch, doch dann erkannten sie, dass das Tier nicht mehr die Kraft hatte, sich zu wehren. Halb geschlossene Augen und schwache Atmung signalisierten, dass das Leben schwand. Als sie näher kamen, sahen sie einen schrecklichen Abszess in seiner linken Schulter. Gelber Eiter sickerte heraus, der Gestank war so stark, dass beide den Atem anhalten mussten. Michael rief sofort das Zentrum an, um die Situation zu melden, und bat um ein medizinisches Notfallset. Josef stellte sich neben den Löwen und legte seine Hand auf seine Brust, um seine Atmung zu messen. »Wir müssen es jetzt tun, sonst wird es in ein paar Stunden sterben«, sagte Michael. Sie nahmen Narkosespritzen, Sterilisationsinstrumente, Infusionsbeutel und medizinische Messer mit. Josef streichelte sanft den Rücken des Löwen, um ihn zu trösten und um nach weiteren Verletzungen zu suchen. Michael bereitete schnell das Anästhetikum vor und bestimmte die richtige Injektionsstelle, um Gefahren zu vermeiden. Die beiden arbeiteten wie ein erfahrenes professionelles Rettungsteam zusammen. Ohne moderne Maschinen konnten sie sich nur auf Geschick und Entschlossenheit verlassen. Die Situation war dringend, der Puls des Löwen war schwach und unregelmäßig. Der Wind wurde stärker, Sand und Staub wirbelten auf, was alles noch stressiger machte. »Lasst uns anfangen«, sagte Michael. »Wir haben nur eine Chance, es zu retten.« Michael injizierte dem sterbenden Löwen vorsichtig ein Betäubungsmittel in das Hinterbein. Innerhalb weniger Minuten versank Rongo allmählich in eine tiefe Trance, sein Atem war noch immer gleichmäßig. Josef schnitt mit einem medizinischen Messer leicht in die rote, geschwollene Haut des Abszesses. Sofort strömte ein dicker, gelblicher Eiter heraus, der einen starken Geruch verströmte. Beide trugen Masken und verwendeten Desinfektionswasser, um den gesamten Eiter aus der Wunde zu entfernen. Jede einzelne Nekroseschicht im Inneren wurde von Michael sorgfältig mit einem medizinischen Löffel abgekratzt. Josef hielt die Schultern des Löwen fest und wischte gelegentlich den austretenden Eiter weg. Die Reinigung dauerte über 30 Minuten, da der Abszess tief in das Gewebe eingedrungen war. Zur vollständigen Entfernung der Bakterien wird physiologische Kochsalzlösung direkt in die Operationswunde injiziert. Josef überwachte Rongos Atmung und Vitalfunktionen kontinuierlich mit einer speziellen Uhr. Nachdem der gesamte Eiter weggespült war, sah die Wunde ordentlich, aber tief aus. Michael injizierte ein Breitbandantibiotikum direkt in die Beinvene des Löwen. Sie verabreichten dem erschöpften Körper weiterhin intravenös Flüssigkeit, um den Wasser- und Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen. Unmittelbar nach Abschluss der Reinigung wird außerdem ein Rückgewinnungshilfsmittel injiziert. Josef benutzte eine Nadel und einen Spezialfaden, um die offene Wunde provisorisch zu nähen.
Michael desinfizierte die Wunde ein letztes Mal und prüfte, ob noch Anzeichen einer Entzündung vorhanden waren. Beiden war klar, wenn sie die Behandlung noch ein paar Stunden hinauszögerten, würde der Löwe nicht überleben. Eine so große Wunde könnte jedes Raubtier töten. Doch jetzt wird Rongo von genau den Leuten beschützt, die ihn einst misstrauisch gemacht haben. Die Hoffnung kehrte zurück und schlich sich in die Blicke der beiden Ranger. Josef wickelte einen speziellen Verband fest um die Schulter des Löwen und fixierte so die Wunde, die gerade behandelt worden war. Michael überprüfte jeden Verband sorgfältig und stellte sicher, dass er weder zu eng noch zu locker saß. Sie legen eine Schicht antibakterieller Gase zwischen den Verband und die Haut, um eine Infektion zu verhindern. Nach der Ruhigstellung wurde eine spezielle Trage verwendet, die vom Hilfsteam mitgebracht wurde. 4 Personen arbeiteten zusammen, um Rongo sanft, aber vorsichtig auf die Trage zu heben. Der Löwe befand sich noch in Narkose und war festgebunden, damit er nicht von der Trage fiel. Sie schoben die Trage durch einen kleinen Pfad, der in das Halbwälde-Gehege im Reservat führte. Das Geräusch rollender Räder auf dem roten Boden vermischte sich mit dem Geräusch hastiger Schritte. Rongo wird in einen überdachten Raum mit Grasboden, viel Wasser und weichem Futter gesetzt. Sie passen Temperatur und Beleuchtung im Käfig so an, dass sich die Löwen der Natur so nahe wie möglich fühlen. Josef überprüfte den im Käfig hängenden Infusionsschlauch ein letztes Mal, bevor er ihn herauszog. Michael schrieb mit einem Stift an die Tafel, Abszess ob Rongo brauche 3 Tage Beobachtung. Sie schlossen die Scheunentür, setzten sich ins Gras und atmeten nach fast 2 Stunden voller Anspannung erleichtert auf. Eine kühle Brise wehte und trug den Geruch der Erde und den Geruch neu erwachter Hoffnung mit sich. In diesem Moment sagte niemand etwas, nur ein verständnisvoller Blick zwischen den beiden engagierten Rangern. 2 Stunden später wachte Rongo auf und hob aufmerksam, aber schwach den Kopf. Seine Augen blickten sich in dem seltsamen Raum um und blieben dann am kühlen Wassertrog hängen. Josef stellte vorsichtig ein Tablett mit zartem Fleisch vor den Käfig. Michael stand hinter dem Zaun und wartete auf Rongos erste Reaktion. Nach einigen Minuten des Zögerns senkte Rongo den Kopf und begann, jeden Bissen langsam zu essen. Die Freude war auf den Gesichtern der beiden Ranger deutlich zu sehen, als sie sahen, dass der Löwe wieder fraß. Täglich wechseln sie den Verband, desinfizieren und beobachten die Wunde sorgfältig. Nach einer Woche ist die Wunde getrocknet und an den Rändern beginnt sich neue Haut zu bilden. Sie entfernten den Verband, setzten die Wunde der Luft aus und ermöglichten ihr eine natürliche Heilung. Rongo konnte aufstehen und im Käfig umhergehen und seine Schulter ohne die Schmerzen bewegen, die er vorher hatte. Es wird alles gut, sagte sich Josef. Wir behalten es, bis es vollständig verheilt ist. Michael nickte, er war einst König. Er verdient es, in sein Königreich zurückzukehren. 15 Tage später öffnete sich im sanften Morgengrauen das Tor zum halbwilden Gehege. Rongo trat heraus, still und majestätisch, als wäre er nie gefallen. In der Ferne suchte das alte Löwenrudel am Waldrand nach Nahrung und erkannte vielleicht noch immer den vertrauten Geruch. Michael und Josef standen da und sahen zu. Ihre Augen waren voller Stolz und sie wussten, dass sie das Richtige getan hatten. Das Kazimba Naturreservat hat gerade eine weitere magische Geschichte geschrieben zwischen Löwen und der Menschheit. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.